Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute eine kleine Vorstellung des IBEX 120 von Robert Herder. Ein riesiges Klappmesser mit dem sogenannten Ratschenverschluss. Darauf gehe ich dann später noch ein. Orientiert sich am berühmten im Jahre 1902 erschienenen Okapi der Firma Gerling. Gesehen habe ich das IBEX zum ersten Mal auf der IWA 2024 in Nürnberg und nach einem kleinen Plausch mit einem Mitarbeiter am Messestand von Herder habe ich dann direkt bestellt. Ja, ich konnte hier einfach nicht widerstehen. Ich musste dann knapp 2,5 Monate warten. Bezahlt habe ich mit Versand ganz knapp 70 Euro. Und am 15.05.2024 ist es dann bei mir eingetroffen. Ich habe mich irrsinnig gefreut. Das ist einfach ein besonderes Messer. Kurz zur Namensgebung, ein Zitat aus dieser wirklich schön gemachten Herder-Broschüre zum IBEX. Der Name IBEX. Der IBEX in Klammern Steinbock vereinigt in sich viele Eigenschaften, die sich in unserem Taschenmesser widerspiegeln. Robustheit, hohe Leistung unter kargen Bedingungen, Verlässlichkeit und Sicherheit in schwierigem Gelände. Unser Messer ist zuverlässig, stets einsatzbereit und einfach zu handhaben. Zitat Ende. Das lasse ich einfach mal so stehen. Jetzt zum Ratschenverschluss. Allein schon dieses Geräusch hat einfach was. Und wie ihr seht, habe ich mittlerweile ein Pflaster. Ich bin wirklich nur ganz leicht an diese Spitze rangekommen und hatte dann ein Loch im Finger. Also das Messer ist wirklich extrem scharf, extrem spitz. Ja, egal, das ist nicht weiter schlimm. Der Ratschenverschluss ist die verbesserte Variante des Zapfenverschlusses. Und der wird hier beispielsweise beim Modell Liren R, ebenfalls von Herder, verbaut. Den Zapfenverschluss gibt es bereits seit dem 18. Jahrhundert, tauchte erstmals in Belgien auf. Wirklich extrem simpel, aber effektiv. Wir haben hier diesen kleinen Zapfen. Wenn man die Klinge ausklappt, hebt er dann die Rückenfeder an und rastet absolut passgenau in dieser rechteckigen Aussparung ein. Also wirklich ein sicheres Prinzip. Lösen kann man das dann über die beiden Flügel. Die muss man dann hochdrücken und dann kann man die Klinge wieder einklappen. Also auch schön gelöst und wie gesagt, der Ratschenverschluss ist sehr, sehr ähnlich. Wir haben hier so eine Art halbes Zahnrad, wenn man das so sagen möchte, mit 6 abgerundeten Zapfen und kann ich kurz zeigen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Auch hier gibt es diese passgenaue rechteckige Aussparung. Ja, der Unterschied ist erstmal die Verarbeitungsqualität. Also das ist hier beim Modell IBEX deutlich feiner ausgearbeitet. Das ist hier wirklich schon sehr, sehr robust gemacht, sehr archaisch. Und hier ist wirklich alles schön fein gearbeitet. Was mir auch gut gefällt, man hat hier dann diesen Ring zum Anheben und so kann man dann das Messer wieder einklappen. Schön natürlich dazu noch, in dieser Broschüre gibt es so eine Art Anleitung für diesen Ratchet Lock. Überhaupt ist diese Broschüre wirklich gut gemacht. Also hier gibt es geschichtliche Hintergründe. Dann wird hier auch auf die verschiedenen Materialien eingegangen. Es gibt verschiedene Griffmaterialien. Dann gibt es verschiedene Klingenlängen, momentan 100er und 120er. Vielleicht kommt da noch mehr. Es gibt Lederscheiden dazu. Also das ist wirklich eine schön gemachte Broschüre. Toll gemacht. Aber was ich zeigen wollte, war diese Anleitung, wie man das Messer schließt. Also beim Öffnen nimmt man hier den Pinch Grip, das habt ihr ja schon gesehen. Und dann kann man das locker aufmachen. Und beim Schließen nimmt man beide Hände oberhalb des Messers. Das ist selbsterklärend, sonst kommt man in die Klinge. Zeigefinger durch diesen Ring und dann daran ziehen. Gleichzeitig mit dem Daumen Druck auf dem Klingenrücken aufbauen. Und dann kann man dieses Messer einklappen. Ja, das macht einfach Spaß. Deswegen wiederhole ich das jetzt ein paar Mal. Beim Griff habe ich mich für Räuchereiche entschieden. Es gibt noch Olivenholz, Thermobuche, Pflaumenholz und Schwarznuss zur Auswahl. Aber Räuchereiche hat mich persönlich am meisten angesprochen. Wir haben ja auch einen ganz leicht touchierenden Effekt. Also das sieht man hier in diesen helleren Bereichen. Gefällt mir auch sehr gut. Auf der anderen Seite ist das dann noch besser sichtbar. Also es sieht da fast schon aus, als ob das Holz leicht durchsichtig wäre. Ist richtig schön gemacht. 165 mm Länge, das ist natürlich enorm. Wir haben eine angenehme Handlage,
Also wirklich ein schöner Griff, tolle Optik, sehr angenehme Haptik. Klingenachse hier mit Schlitzschraube, beidseitig, also man kann auch kontern. Und diese riesige Klinge ist natürlich ein Highlight. Bei meinem Exemplar sind das hier 122 mm Klingenlänge. Zur Schleifkarbe sind es dann effektive Schneide 118 mm. Klingenbreite hier im Anfangsbereich liegt noch bei 2,5 mm und ab hier sind das dann bereits 2,1 mm. Läuft dann extrem fein zur Spitze aus. Also es ist wirklich kein Wunder, dass ich mich hier leicht geschnitten habe. Eine richtig schöne Klinge. Das ist eine modifizierte Sheepfoot-Form, würde ich mal sagen. Dazu eine ganz leicht bogenförmige Schneide. Und es ist ein balliger Anschliff. Ich habe erst gedacht, das ist ein Flachschliff, aber es ist tatsächlich ein balliger Anschliff. Extremer Feinschliff. Wir haben weniger als 0,3 mm hinter dieser Mikrofaser. Also das ist wirklich fast auf Null ausgeschliffen. Richtig schön gemacht. Beim Stahl habe ich mich für den 12067 Carbonstahl mit 58 bis 59 HAC entschieden. Sehr schnitthaltig, leicht nachschaffbar. Ja, dafür braucht er ein bisschen mehr Pflege als der 14116. Der wird hier alternativ von Herder angeboten. Und dazu gibt es dann auch ein Bild in dieser Broschüre. Man sieht hier, das ist der 14116 und hier der 12067 bereits mit Patina leicht angelaufen. Ja, dunkelgrau bis schwarz, also ist wirklich schön. Ich kann es ehrlich gesagt kaum erwarten, bis mein Messer dann auch diese dunkle Klinge hat. Also ich werde damit viel Obst schneiden, ich werde damit viel Gemüse schneiden, es immer wieder reinigen und irgendwann habe ich dann auch so eine schöne dunkle Klinge. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ja, das ist schlichtweg ein tolles Messer. Wird geliefert in einer relativ simplen Pappbox, aber das ist wirklich nebensächlich. Also ein schönes Messer, sehr schöne Linie, dazu dieser Spaßfaktor. Es hat irrsinnig viel Charme, es hat Charisma und mir persönlich zaubert sein Lächeln ins Gesicht. Ja, das war es dann auch schon wieder. Meine Vorstellung zum Ibex von Robert Harder. Jetzt folgt noch ein kleines Outro. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Alles Gute, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.